Heute geht es um die Kombi von Acrylfarben und Ölfarben. Dieses Bild habe ich so erzeugt und ihr werdet gleich im Video sehen, wie das geht und könnt es nachmachen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe mir heute diesen 60×60 Keilrahmen aus dem Keller geholt und heute soll es zwei Techniken geben. Einmal die Alkoholtropftechnik und später noch das Öl. Zunächst also die Acrylfarben. Ich mische hier ein Weiß mit etwas Phthaloblau. Gebe etwas Wasser aus der Sprühflasche hinzu und dann mische ich es zu einem hellen Blau und mache es so flüssig, dass es sich gut verteilen lässt. Hier sprühe ich noch einmal Wasser auf die Oberfläche, dann klappt das Ganze noch viel besser. Anschließend föhne ich das ganz trocken. Jetzt kommt eine weitere Acrylfarbe ins Spiel und zwar mische ich mir jetzt aus einem preußisch Blau, also einem sehr dunklen Blau und einem gebrannten Umbra, einen gebrochenen dunklen bläulichen Ton. Noch einmal sprühe ich vorher Wasser auf die Oberfläche, dann lässt sich das Ganze besser verteilen und die Farbe bleibt länger feucht, was sehr wichtig ist für meine Alkoholtropftechnik. Jetzt kommt der Alkohol drauf, solange die Farbe noch richtig feucht ist, sonst klappt das nicht. So, das dürfte genug Struktur sein. Mal schauen, wie das aus der Nähe aussieht. Hier seht ihr, es ist noch ganz feucht. Meine Deckenlampe spiegelt sich da oben. Und das sind meine Strukturen. Die müssen erst ein wenig antrocknen, aber nicht ganz antrocknen, denn ich habe eine Variante. Leider habe ich die nicht gefilmt, aber ich erkläre euch jetzt, was ich gemacht habe. Ich habe, als das noch leicht feucht war, mit einer Küchenrolle darüber gerollt und alle feuchten Anteile weggesaugt. Dadurch wird die Oberfläche heller und die Strukturen werden blasser. Probiert es mal aus, das ist auch ein toller Trick. Hier seht ihr also das Ergebnis der ersten Technik und damit habe ich erstmal genug Struktur im Bild. Doch bevor ich mit der Ölfarbe beginne, versiegle ich das Bild mit Acrylbinder. Dazu trage ich den Acrylbinder mit einem feuchten Pinsel sehr dünn auf die Oberfläche auf und anschließend muss alles nochmal gründlich getrocknet werden. Nun kann ich mit der Ölfarbe starten. Ich nehme hier einen Plastikdeckel und darauf habe ich dann zwei Ölfarben aufgetragen, ein Indigo
und ein Van Dyck Braun. Das ergibt eine sehr dunkle, gebrochene Farbe. Dazu gebe ich noch einen Tropfen Terpentinverdünner, damit alles besser und transparenter auftragbar ist. Denkt daran, bei der Anwendung von Verdünner gut zu lüften, damit ihr keine gesundheitlichen Schäden davon tragt. Mit einem weichen Lappen vermische ich die Farben jetzt mit dem Verdünner und trage sie dann auf die Leinwand auf. Solltet ihr wasserlösliche Ölfarben haben, das gibt es auch, dann könnt ihr das Ganze auch mit etwas Wasser verdünnen. Der Auftrag mit dem Lappen macht es leicht, Verläufe zu erzeugen. Schaut nur mal, wie leicht das geht. So, hier seht ihr das Ergebnis der zweiten Phase des Bildes. Es ist durch diesen Halo oder Halo eine größere Tiefe entstanden und ich überlege, ob ich das jetzt so lasse. Ich lasse mir mal einfach 2 Tage Zeit. Das Ganze muss ohnehin erst einmal gut trocknen und das dauert bei Ölfarbe eben etwas. Okay, ich habe mich entschieden, doch weiterzuarbeiten. Das seht ihr hier. Und hier habe ich ein verdünntes Weiß und möchte die Streifen, die schon durch diese Rolle, die Küchenrolle entstanden sind, eben beim Abnehmen der Restfarbe, die will ich jetzt etwas betonen. Habe aber noch keine Ahnung, ob das jetzt mein Weg zum Bild ist. Ich fange einfach mal an. Und dann ist mir noch eingefallen, ich könnte eine zweite Farbe reinbringen. Hier seht ihr schon das Magenta. Das harmoniert wunderbar mit diesen Farben und gibt dem Ganzen mehr Lebendigkeit. Ich trage die Farbe zunächst etwas dichter mit meinem Lappen auf, um sie dann später mit einer sauberen Stelle des Lappens weich zu verblenden.
Als nächstes habe ich das Magenta mit etwas Weiß vermischt und dieses helle, sehr, sehr helle Rosa werde ich jetzt um diese magentafarbenen Formen herum weich verteilen. Und das ist schon mein fertiges Bild. Das hat gar nicht lange gedauert, wenn man die Trockenzeiten abrechnet. Schaut mal, mir gefällt das super gut und das passt super in eine von meinen Serien. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und ihr habt ein bisschen Inspiration. Vielleicht traut ihr euch an die Kombi Acryl und Öl. Hier braucht ihr ja nicht viele Ölfarben zu kaufen und könnt es einfach mal ausprobieren. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.